Okay. Take Jetzt this. sind wir so mit... It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. Ach komm, so If he schlimm ist figures der ja out who nicht. sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. So schlimm ist der doch nicht. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Nö, diesmal Not nicht. that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I really must speak with you, Lord Tyrion. Clearly. You're here, aren't you? At least you brought wine. And you didn't even have to hide it. Ja, der Typ ist frustriert. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. I suppose I'll have just a little. Ah, true girl of the North. Some things are worth dying for. So, why are you here? Und er hört zu. It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. Willingly. Lady Marjorie sent me. Did she? With wine from Cersei's cellar. How generous of her. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. You found me out. How did you know? You can learn a great deal about someone if you're paying attention. So, tell me. Cersei sent you, didn't she? I know I'm not wrong. Are you toying with me? I might ask you the same question. Now tell me the truth. Admit it. Cersei sent you. She left me no choice. She never does. At least you had the courage to tell me the truth. I told you not to run your mouth. Stupid girl. You're acting a fool. Let me handle this. We're not done talking. You heard the girl. Go. Das wird Probleme geben. Das wird Probleme geben. Ich hoffe nicht, What did aber... my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so, until you no longer prove useful. It's not as if I could refuse her. Cersei is not someone to be trifled with. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't dismiss you immediately. To be honest, I don't care what Lady Marjorie thinks of me. I thought you were smarter than that. Without her protection, you're in a very precarious position. Ja, das ist das Problem. What should I tell Cersei? She knows the answer better than anyone. No one will testify for me. She's already seen to that. That is the truth of it. Not that it will help you. She'll never believe that. Then come up with something better. Tell her I intend to call Sansa, Varys, Jaime. Give her a list of names and be done with it. Enough of this nonsense. You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Ich glaube, ich habe gerade einen Riesenfehler Careful who gemacht. you trust.
Verdammt. Ist ja gar nicht so schlimm. Must you leave? Sorry, didn't mean to wake you. You didn't sleep, did you? Neither did you. We haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets. About this. About us. I've never felt more certain about anything. I'm glad. I wasn't sure if you... with all that's happened. What will we do now? Now that we're... what we are. Naja. We'll be married. And no one will be able to keep us apart. Not Griff, not his father, not Ramsay Snow. I was hoping you'd say that. Roderick? Oh, I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh, I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... It's all right, Talia. Come in. I really am sorry. It's just, this is urgent, Roderick. And... It's all right. I can go. You two need to speak. I'll see you soon, I hope. All right, then. I'm listening. last night I couldn't... I was having nightmares. So I Go on, Talia. went back there. Wohin? To the grove. And someone was there. What do you mean? Look. This is a report. How many fighting men we have? Where Griff and the Whitehill garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I hadn't Okay. seen it with my own eyes, You said you saw someone. Who? someone we trusted. Talia, I need to know who it was. Sag einfach den He's Namen. like family, Roderick. Der But Name. it doesn't matter. Das ist ein He's a Er, die traitor. Mutter. He endangered our house. Der You have to Name. deal with him like you would any other man. Oh, der I'm Name. sure he had his reasons. But no reason is good enough. It's your duty to tell me, and mine to pass judgment. Just promise me you'll kill him, Roderick. Der Anyone Name. who would betray us like this deserves to die. I'm asking you, as your sister, make him pay. I'm lord of this house, Talia. It's my job to deliver justice, not vengeance. I can't promise to kill a man before I've heard him out. You know what he's done. That should be enough. Talia, please. Come with me. He's in the Great Hall. Sie will den Namen nicht nennen. Es ist bestimmt Duncan. Der war nämlich verdächtig abwesend. Go get the guards. My lord, you scared me after. So you know. I didn't mean for you to learn this way, but Natürlich. it's done now. Start explaining yourself, Duncan.
What do you want me to say? What Die I Wahrheit. did. Der Grund. I did for your own good. For House Forrester. For your father's legacy. And what about Garrett? You sent him to the wall for this house. I sent him there because I had to. Believe me, I didn't want to do any of this. Why did you do it at all? Because you're reckless, Roderick! Just as Ethan was. Choosing that warmonger Royland as his sentinel. Ethan was a boy. But you're not. And you've been in danger in this house since the day you got home. Refusing to kiss Lud's ring, even though you knew he'd retaliate. Flagrantly defying Griff and leaving Ortengrin to pay the price. Taking Royland to High Point when the day called for diplomacy. And now, getting Arthur killed. Enough, Duncan! You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've done for them. Hate me for it, but it's the bloody truth. Are you mad, Duncan? You're not saving us, you've destroyed us! It's only because of me. You haven't all been slaughtered. The only thing that matters is that you swore an oath to obey me. And you broke it. I swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Oh, and you know it. Hurts me to say that. But I wish you'd never crawled off that corpse cart. Shut your fucking mouth. As I said. Duncan, how could you? My lord, Griff's gone. Natürlich. Someone helped him escape. Was this your doing? Lud was going to ambush you at the exchange. I did it to save your life. But Ryan, Duncan, I trusted you! Der hätte auch mit uns reden können, oder? Let's just get this over with. What do you want me to do with him, my lord? Kill me, and I won't be able to help you save Asher. He's in danger, Roderick. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life, and I'll tell you everything. please, Roderick. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. You have to decide, my lord. Das Ding ist, er ist uns ja nicht feindselig entgegengesinnt. Ne? Temper your anger with wisdom. If not for my sake, then for your families. Er ist uns ja nicht feindselig gegenübergesandt. Er sieht uns ja nicht als Feinde, er will uns ja helfen. Er hat ja gemeint, das wäre das Beste für das Haus. Das ist das Problem. Er ist ein Verräter, aber er hat nicht ganz Unrecht. Das Problem ist, dass er seinen Verrat, in Anführungszeichen, doch sein Verrat, in Anführungszeichen, nicht mit uns besprochen hat. Das hätte er machen können. Ich sehe das ist eigentlich das Beste, was man machen könnte in so einer Situation. Sie sagen, ich tue so, als ob ich ein Verräter wäre. In Wahrheit bin ich es aber nicht. Na gut. I'll spare your life. Now talk. Mira cost Lud his army. He's desperate to strike back. He's going to ambush Asher the moment he makes landfall. No! Wir haben Take keine this Raben. traitor away. Silencing me won't change things. You're making a mistake. Der weiß doch gar nicht, was wir vorhaben. What Duncan said. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Prepare the horses. We're going to war.
Ich kann verstehen, wenn jetzt der eine oder andere enttäuscht ist, dass ich die nicht getötet habe, aber lieber Informationen aus jemandem rausprügeln, als ihn sofort zu töten. You smell that? We're almost there, Wesker. Let's have a look. Come on! Alles, was sie kennen, ist töten. Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. I'm just another sword. No different than any of you. Roderick is the rightful lord. Trust me, everyone will love him. They'll want to fight for him. Hey, if he's anything like you, well, we'll see. Nee. Er ist sogar, ich würde sagen, stärker. Nicht körperlich, aber charakteristisch. That's odd. Port's quiet. No guards. Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or, could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Right. Oh, this couldn't be easy, could it? So, this is Westeros. Ugly and small. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Ah. Asher. Thank the gods you've made it back. You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lord knows you're coming. He sent men to intercept you. We need to hurry. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. Die sind ganz schön schnell, muss ich sagen. What? Natürlich. Get that gate open! Asher, no! It's been a while Natürlich. since I killed any White Hills. Nee, hast du eigentlich noch nie getan, also. Out of my way! It won't go farther! Ah, You have to großartig. get out of there! Looks like it's up to us. Nicht die Achillessehne. Raise the gate! They've got us outnumbered! Oh, shit! Das ist ja ein toller Plan. We have to get out of here! Großartig. It's stopped! Advance! The gate will fall without one of us holding it! One of us has to stay! Ach, großartig. Ach nö, bitte nicht. Wer bleibt zurück? Asher! Come on! Don't you dare leave me, Asher! I came all this way for you! You can't fucking die now! We need you! My lord, you must hurry! Ach, scheiße. Ah, verdammt. Roderick, I know what I'm doing. Iron from ice, brother. Iron from ice.
Wir können nicht noch einen Lord verlieren, das ist das Problem. Go! You bastard! Wesker. You're fucking leaving me? What the fuck am I supposed to do? I came here for you! We're supposed to fight together, always! Die together! Sister, you're my family. As much as Roderick, as much as any of them. You asshole! Rip their fucking hearts out! Nach Westeros gekommen, nur um zu sterben. Alter! Wenn ich die Chance bekomme, den da will ich töten, den nicht, den auch nicht und der ist schon tot. Scheiße. Mano. Was ist das für ein blödes Ende? Aber keine Vorschau zur nächsten Folge. Die muss ich nicht mehr rausschneiden. Oh Mann. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ganz ehrlich, so eine Scheiße. Oh. Ein Nest von Vipern. Ja, das war Folge 5. Und jetzt kommt nochmal unsere Entscheidung oder die wichtigsten Entscheidungen der Folge wahrscheinlich. Oder einige, keine Ahnung. Und werden mit den Entscheidungen anderer Spieler verglichen. Also wie viele Spieler sich auch dafür entschieden haben oder dagegen. Und währenddessen rede ich mal ein bisschen darüber. Über die Episode. Ich muss sagen, die war ja ein bisschen komisch. Die war gar nicht so lang. 1,5 Stunden. Und ich glaube, ich muss 10 Minuten oder so rausschneiden. Weil ich neu geladen habe in der Mitte. Du und 53... Echt nur 1,5 Stunden? Das ist echt kurz? Die ist echt verdammt kurz gewesen. Du und 63,5% haben nicht versucht, Ramsay Schnee zu erstechen, habe ich schon erklärt. Den kann man nicht töten. Der kommt in der Serie vor. Und das spielt während der 4. Staffel und der kommt später noch vor in der Serie. Den kann man nicht töten. Das ist total sinnlos, die Option reinzubringen. Es war einfach nur, wie schlau bist du, beziehungsweise wie stur bist du. Wäre ein bisschen ironisch, wenn man ihn so töten könnte, wenn man ihn so erstechen könnte. Weil er auf dieselbe Art und Weise Ethan getötet hat. Wahrscheinlich sogar mit demselben Messer. Aber man kann es nicht. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, scheiß drauf. Ich muss den nicht unnötig provozieren, wenn ich sowieso schon weiß, dass der eine Psychose hat und soziopathisch ist und allgemein nervt. Also der hat wirklich genervt, ganz ehrlich. Der ist so nervig, der blöde Kerl. Denn der ist echt... Oh, der kommt, das Problem an ihm, das habe ich schon erklärt, der kommt in der Serie vor und dadurch, dass er in der Serie vorkommt, ist sein Schicksal schon besiegelt und wir können es nicht ändern. Das heißt, egal was wir machen, sein Charakter wird nicht geändert. Genauso wie CSA und Tyrion. Das ist egal, was wir machen. Also es ist scheißegal, eigentlich. Eigentlich hätte ich auch Tyrion anlügen können. Scheiß auf Ehre. Scheiß auf Wahrheit. Ich hätte ihn anlügen können. Ja. Weil es sowieso egal ist. Wir können nichts ändern an der Sache. Genauso wie Ramsay Schnee. Der kann machen, was er will. Wir können nichts daran ändern, weil es ist einfach Ramsay Schnee. Und sowas hasse ich in Spielen. Oder in Geschichten allgemein. Wenn ein Charakter kommt, der ist allmächtig und man kann nichts machen gegen den.
Ganz, ganz schlechtes Storytelling, finde ich das immer. Ja, mit dem Spieler, besonders in einem Spiel wie Game of Thrones, wo ja immer am Anfang steht, diese Spielserie verändert die Geschichte oder basiert auf Entscheidungen, die du als Spieler, bla bla bla, weißt du, oder Entscheidungen, die der Spieler nimmt, hat Einfluss auf die Geschichte oder sonst ein Quatsch. Und dann den Charakter reintun, der nicht verändert werden kann und eigentlich ein Gott ist in der Geschichte. Weil er ist ja unbesiegbar. Ich kann ja nichts machen. Er kann ja machen, was er will. Nicht, weil er der Wächter des Nordens ist, sondern weil er ist einfach geschützt durch den Kanon der Geschichte. Und deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Du und 61,5% haben Blutgesang verschont. Ich habe gesagt, ich will ihn töten, habe mich dann aber gegen entschieden, weil ich eben... Ich weiß nicht, ich wollte es einfach nicht machen. Ich habe irgendwie gedacht, ja gut, dann kommt er bestimmt mit oder sowas. Oder eben auch nicht. Aber irgendwie... Ich wollte eben auch nicht auf das... Ich wollte eben nicht darauf eingehen, was die blöden komischen Typen da wollten, die Mörder. Was der Ascher gesagt hat, stimmt ja schon. Er will keine Mörder. Da, wo er herkommt, da ermordet man Leute nicht einfach nur aus Spaß. Sondern man braucht einen guten Grund. Ja. Du und 37% haben Tyrion erzählt, von Cersei geschickt worden zu sein. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, den ich diese Folge gemacht habe. Das war der größte Fehler, den ich diese Folge gemacht habe. Und ich glaube, ich werde es bereuen. Mira hat allgemein ziemlich wenig Content in der Folge gehabt. Es war am spannendsten, muss ich sagen. Also fand ich zumindest, war am spannendsten. Weil ich überhaupt nicht vorausahnen konnte, was passieren wird. Bei allen anderen habe ich es irgendwie kommen sehen. Und, ja. Rückblickend muss ich sagen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir ihn angelogen hätten. Wegen dieser scheiß Wache. Wäre die Wache nicht da gewesen, kein Problem. Aber diese scheiß Wache, die daneben stand oder da vor der Zelle stand und gesagt hat, ich höre zu, bla bla bla. Er wird wahrscheinlich Cersei berichten, dass wir ihm gesagt haben, dass wir von ihr geschickt worden sind. Ich meine, wir haben die Antwort erhalten, aber wer sagt uns jetzt, dass er uns nicht angelogen hat? Wahrscheinlich hat er uns nicht angelogen, aber Cersei wird sagen, und wieso sollte er euch nicht angelogen haben? Er weiß doch, dass ihr von mir geschickt wurdet. Weißt du? Auch wenn es eine total sinnlose Aussage ist. Also die Info, diese Wolte, total sinnlos. Wer wird ihn verteidigen bei der Verhandlung? Ist doch scheißegal. Du und 42%, beziehungsweise wer ist der Zeuge? Ist auch egal. Du und 42% haben entschieden, den Verräter einzusperren. Ich bin echt gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Ich habe so ein bisschen Schiss vor Cersei, muss ich sagen. Also Mira ist ja keine Kämpferin. Sie ist ja einfach nur eine Zofe und ich habe da Schiss, dass wir große Probleme bekommen werden. So, du und 42% haben entschieden, den Verräter einzusperren. Genau, das habe ich schon erklärt. Talia wollte ja unbedingt, dass wir den töten. Aber wenn selbst Royland sagt, dass wir den lieber nicht töten, wenn selbst Royland sagt, dass wir ihn vielleicht lieber nicht töten wollen, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass es klüger wäre, ihn doch nicht zu töten, sondern eventuell noch Informationen aus dem Haus zu holen. Und wie gesagt, er war uns ja nicht feindlich gegenüber gesinnt. Oder ist uns nicht feindlich gegenüber gesinnt, danke. Er hat uns verraten, ist klar. Das war irgendwie logisch, dass er das ist. Ich habe gehofft, es wäre der Meister oder es wäre die Mutter, weil das mal was anderes wäre. Aber es war klar, dass es der wird, den wir nicht als Hüter erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Royland nicht zum Hüter gemacht hätten, dann wäre er der Hüter, wäre er der Verräter gewesen. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Royland dann der Verräter wäre. Ich muss sagen, das ist ein bisschen schade, dass es einfach immer jemand ist, den wir nicht genommen haben. Was das seinen Grund für den Verrat ziemlich beschissen macht, muss ich sagen. Also wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist der Grund für den Verrat ja eigentlich nur, du hast mich nicht zum Hüter gemacht. Also verrate ich dich jetzt. What the fuck? Also, so gesehen hätte er den Tod vielleicht doch verdient, aber wenigstens hat er uns vor diesem komischen Ding gewarnt. Vor dem Hinterhalt gewarnt, was uns ja nichts gebracht hat am Ende. Andererseits, wenn man mal drüber nachdenkt, warte mal. Die Szene muss ja so oder so kommen. Am Ende. Mit dem Hinterhalt. Die muss ja so oder so kommen. Und die Entscheidung, wen man retten will, Roderick oder Asher, muss ja auch kommen. Also,
Muss ja so oder so kommen. Was passiert also, wenn man ihn tötet? Dann erzählt er einem ja nicht mehr von. Also sollte nicht, oder? Oder sagt er dann, bitte, mein Lord, tötet mich nicht, Escher, bla bla bla, weißt du, und dann Kopf ab oder so. Also sein letzter Atemzug ist dann noch zu warnen. Wahrscheinlich. Bin mal gespannt, ob er in der nächsten Folge noch vorkommt. Oder ob er vom Erdboden verschwindet. Nun, 39,6% haben Escher zurückgelassen. Das ist ganz schön eindeutig, ne? Ganz schön eine eindeutige Auswahl. Da ist den Leuten Roderick nicht so lieb wie Escher. Warum? Warum? Weil Escher eine Freundin hat, die direkt auf der anderen Seite vom Tor stand? Oder weil er charismatischer ist? Ist der irgendwie beliebter bei euch? Bei mir nämlich nicht. Also mir war Roderick lieber, muss ich sagen. Der hat auch deutlich mehr Screentime, also er ist öfter vorgekommen als Escher. Vielleicht hat das nicht verdient zu sterben, aber Roderick ja auch nicht. Es ist beides eine dämliche Entscheidung. Ich meine, Roderick ist der Lord des Hauses, noch einen Lord zu verlieren, wäre ziemlich beschissen. Noch einen Lord zu verlieren wäre ziemlich beschissen für das Haus Forrester. Und Escher war sowieso schon im Exil. Der war ja eigentlich nicht mal mehr ein Forrester. Er wurde ja ins Exil verbannt von der Mutter. Wie dumm eigentlich, ne? Wie dumm. Ja. Das Problem war, ich hatte bei der Wahl auch nicht wirklich genug Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen, wen ich am liebsten wählen will, weil eben der Bildschirm immer roter wurde und das ist ja bei Telltale-Spielen so, umso roter der Bildschirm, dann wäre irgendwann Game Over gekommen. Und das wäre blöd gewesen. Ich meine, theoretisch hätte ich ein Game Over abwarten können und dann drüber nachdenken, aber das wäre ein bisschen antiklimatisch gewesen. Antiklimatisch, lustiges Wort. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es 39,6% sind, die sich dafür entschieden hätten. Also, dass es nur 39,6% sind, die gesagt haben, ich lasse Escher zurück. So, ich habe irgendwie erwartet, dass es 50-50 oder sowas. Na gut, ich drücke jetzt fortfahren. Ich hoffe mal, da kommt keine Vorschau. Dann kommen die Credits. Wenn die Vorschau kommt, dann muss ich die überspringen oder rausschneiden, je nachdem, ob ich sie rausschneiden kann. Ob ich sie überspringen kann. Ich hoffe, ich kann sie überspringen, wenn eine kommt. Aber eigentlich müsste keine kommen, weil die mir ja eigentlich schon vor diesem komischen Entscheidungsding gekommen. So, ich drücke jetzt fortfahren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Game of Thrones, Folge 6. Ich glaube, ganz ehrlich, die nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf, weil 1,5 Stunden ist doch schon recht kurz für eine Folge. Normalerweise geht die 2,5 Stunden oder so. So. Bis dahin. Ciao.